So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Mir fiel bei meinen Arbeiten bei Cloudflare ein, dass ich mal gesagt habe, dass ich zu Passkey ein Update-Video mache, sobald man es verwenden kann, es die ersten Seiten gibt. Das ist der Fall. Es gibt die ersten Seiten. Cloudflare bietet es an. Bei eBay könnt ihr es schon einrichten. Dann PayPal hat es bereits für die USA eingeführt und für Europa und Deutschland soll es dann freigegeben werden. Eine Jahreszahl wurde nicht genannt. Ja, diesmal zum Thema dazu. Apple ID selber hat diesen Service noch nicht. Die bieten zwar momentan den Login über FIFO-Keys an. Die muss man sich aber kaufen, dann braucht man zwei, falls man einen verliert, dass man noch ein Backup hat, muss beide anlegen. Man muss immer seinen FIFO-Key an sein Handy halten. Sollte man das nicht mit dem Handy machen, sondern mit dem PC arbeiten, muss man diesen Key in USB-C, USB-A einstecken und von da aus dann aufrufen. Mir alles zu umständlich. Außerdem, warum soll ich etwas kaufen? Eine Technik, die ich nicht brauche, wenn ich eine andere Technik habe, wie Passkey von Apple, die ich verwenden kann. Stand der Dinge, worum es gerade momentan ein bisschen schleppend geht, das sind Informationen, die ich bei PayPal gerade rausgezogen habe. Da habe ich nämlich nachgeguckt, dass es wohl mit Android noch nicht so gut funktioniert und mit Windows auch noch nicht so gut funktioniert und man deshalb das eben noch ein bisschen zurückhält. Aber wie gesagt, einige Anbieter sind dabei. Ich zeige das jetzt anhand von Cloudflare, wie ihr das einrichtet. Dann zeige ich euch anhand von Cloudflare, wie ihr euch mit dem Passkey anmeldet. Das ist noch nicht so ganz rund. Aber es ist neu, es ist neu. Er muss immer für neue Sachen offen sein, sonst entwickelt sich die Welt nicht weiter. Und dann versuchen wir das Ganze auf einem autonomen externen Windows-Rechner. Da werde ich euch dann allerdings den Bildschirm abfilmen. Das heißt, ich erfinde den Screenshot neu. Jawohl! So, und wir fangen jetzt an mit dem ersten Teil, Einrichten eines Passkeys bei Cloudflare. Das heißt für uns, wir gehen jetzt einfach mal auf unseren Benutzer. Also ihr müsst euch vorher natürlich anmelden, das bin ich jetzt schon. Dann geht ihr in mein Profil, Authentifizierung. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist deaktiviert. Bei Cloudflare ist es zum Beispiel so, dass ab und zu mal geprüft wird, und ihr gefragt werdet, ob ihr Passkey auch bei der Anmeldung einrichten wollt. Das heißt, ihr könnt auch automatisch darauf hingewiesen werden und das dann direkt beim Einloggen quasi erledigen. Falls das nicht der Fall ist, könnt ihr es hier manuell machen, einrichten. Dann haben wir hier Authentifizierung mit einem Sicherheitscode oder Authentifizierung über eine mobile App. Dann machen wir hier mit Sicherheitscode. Dann können wir dem einen Namen geben. In dem Fall bin ich das. Nein, wir geben keinen Namen. Entschuldigung, wir geben ein Kennwort ein. Ja. So, dann Webseite versucht, Anfrage, Anmeldung über einen Passkey oder Sicherheitsschlüssel zu senden. Darf sie das? Ja, darf sie. Dann bekommen wir unseren Key auch angezeigt. Den bestätigen wir wieder mit unserem Fingerabdruck, Face ID oder mit eurem Code, je nachdem. Und fertig. So, jetzt dürfen wir dem Key einen Namen geben. So, ich bin der Mike, das ist mein Key. Und warum muss ich den Key jetzt benennen? Das ist bei Cloudflare ist es halt zum Beispiel so, dass man auch noch andere Mitarbeiter haben könnte oder externe Dienstleister, die eventuell was einrichten könnten, sollten oder sonstige Arbeiten übernehmen. Und wenn wir die auch per Passkey haben wollen, können wir da diese Keys eben mit Namen benennen und die dann auch entsprechend entfernen, dass die Leute sich nicht mehr anmelden können, wenn sie nicht mehr für uns tätig sind. Das heißt, wir haben Kontrolle über diese Keys. Keiner kann mehr einloggen, wenn ihr das nicht wollt. Wenn ihr den Key löscht, ist das vorbei. Weiter. So, dann haben wir das jetzt hinzugefügt. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Hier steht also mein Key, mein Name. Das ist hier alles ausgewiesen. Wiederherstellungscodes, die sind nicht zu verachten. Solltet ihr nur ein Handy haben,
ist es natürlich doof, wenn man das Handy verliert. Wie sich das im Sachverhalt verhält, wenn man das Handy jetzt aus der Datensicherung wiederherstellt, wenn man sich ein neues geholt hat, ob die Keys dann auch wieder mit dabei sind. Schlüsselbund müsste synchronisieren. Theoretisch müssten die Keys wieder da sein. Keine Erfahrungswerte dazu bis jetzt. Ich würde auf jeden Fall die Wiederherstellungscodes hernehmen. Es kann ja auch sein, dass ihr den Key einfach mal löscht. Dann würde euch zum Beispiel auch ein Zweitgerät nichts helfen, wenn ihr dann euer iPad oder euer Mac nimmt, der Key gelöscht ist der Key gelöscht, dann ist er im Schlüsselbund auf allen Geräten gelöscht. Es gibt so ein bisschen Ecken und Ösen, also wir generieren uns Wiederherstellungscodes. Dann müssen wir unser Kennwort eingeben. Eigenes Passwort wählen. Das wird dann ein bisschen umschalten. Schwubbeliwupps. So, und das sind unsere Herstellungscodes. Die solltet ihr natürlich aufbewahren. Die speichert euch irgendwo ab, in der Cloud, auf einem Sicherheits-USB-Stick, den ihr irgendwo versteckt haltet, wie denn auch immer. Und die bewahrt ihr auf. Gut, das war die ganze Geschichte. Anmelden. Einrichten vom Key. Abmelden. So, dann kommen wir dazu einem Hinweis in eigener Sache. Und nachdem bei der letzten Einblendung die chinesische Dekoration fürs Chinese New Year so gut angekommen ist, nehmen wir das nochmal her. Wenn ihr Probleme habt beim Installieren, beim Einrichten, bei der Konfiguration, generell Probleme mit der Kiste, mit Schadsoftware, mit Malware oder wo immer auch der Schuh zwickt, dann könnt ihr die KSC-Kontakt aufnehmen. Den Link findet ihr unten. Dort wird alle eure Problemchen und Wehwehchen, solange der PC noch irgendwie läuft, für 25 € die Stunde behoben. Das ist eine Remote-Dienstleistung. Ohne Vertragsbindung, ohne alles. Das heißt nur gegen Auftrag und fertig. Ansonsten freuen wir uns über ein Like, ein Abo. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, findet ihr einen Spendenlink in der Videobeschreibung. Anmelden von einem Gerät, das Passkey direkt unterstützt, wo wir unseren Passkey auch hinterlegt haben. So, wählen wir uns an, schwubbeldiwupps. So, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass man erst ein Kennwort eingibt und dann noch einmal die Authentifizierung mit dem Zwei-Faktor-Key kommt. Ob das dann so bleiben soll oder ob man das Passwort dann einfach weglässt. Im Moment ist es jetzt bei Cloudflare noch so, dass erst die Anmeldung mit dem Passwort kommt und dann die Anmeldung, die mit dem Passkey dann quasi vollzogen wird. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das ist auch bei anderen Anbietern, so wenn man jetzt Authentifizierungs-App wie Google Authenticator oder Microsoft Authenticator verwendet, dass man seinen Benutzernamen, sein Kennwort eingibt, dann den Key eingibt, also diesen generierten Key aus der Authentifizierungs-App und dann angemeldet wird. Es kann also sein, dass das durchaus so bleibt oder dass Benutzername und Passwort wegfällt. Ihr solltet also Benutzernamen und Passwort nicht aus eurem Schlüsselbund rauslöschen. Solltet ihr erst einmal noch drin lassen. Ihr habt dann 2 Einträge drin, das Passwort und den Passkey. Genau. 2 Einträge quasi in den Dings. Also meine Passwortverwaltung, mein Schlüsselbund möchte ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Ist klar. Ansonsten habe ich euch wieder alles ausgegraut. Und jetzt werden wir das mal von einem Windows-Rechner aus versuchen. Das könnte jetzt ein bisschen chaotisch werden. Erstens muss ich den Bildschirm abfilmen von einem autonomen Gerät, das komplett autark ist. Und dann ist es auch noch eine Windows-Maschine. Ich habe das noch nie ausprobiert. Wir werden das jetzt testen. Ihr werdet also Live-Tester. Jawohl, wird spannend. Bleibt dran. So, ich habe euch jetzt auf dem Handy geschaltet und habe den Bildschirm ausgerichtet und den Versuchsaufbau hier mal ein bisschen aufgestellt. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet, meinen Benutzernamen, mein Kennwort schon mal eingegeben, weil es ist hier nicht vorhanden und die Zeit wollte ich einfach ersparen, weil diese unsicheren Kennwörter, die immer total unlogisch sind, bis man die abgetippt hat. Naja, so, dann machen wir Login. Haben wir geschafft. Machen wir es nicht speichern. So, stellen Sie sicher, dass Sie es sind. Bitte melden Sie sich bei Dash Cloudflare an
Da sehen wir jetzt also, die Anmeldung funktioniert wirklich noch nicht. Normalerweise sollten wir hier jetzt eigentlich gefragt werden, ob wir das zulassen wollen, einen QR-Code angezeigt kriegen und den dann entsprechend abscannen können. Also die Anmeldung Windows funktioniert definitiv noch nicht. Und bei Cloudflare auf der Anmeldeseite habe ich auch keine Anmeldung. Also hier seht ihr ganz eindeutig, dass es hier wohl noch ein Problem gibt. Aha. Andere Methode auswählen. Also es ist nicht so ganz einfach, wie gesagt. Mit einem anderen Gerät. Okay. Naja, man muss auf mit Passkey anmelden klicken. Okay. Wir lernen nie aus. Dann Gesichtserkennung auf dem iPad. Okay. Abbrechen, noch einmal versuchen. Wir wissen jetzt langsam, wie es geht. Den Key hier hinhalten, dann diesen gelben Strich hier unten mit einem Passkey anmelden. Dann seht ihr, es wird verbunden. Ich hoffe, das sieht man auch so. Dann fortfahren. Fertig. Und jetzt? Funktioniert. Okay. Wir gehen zurück auf unseren normalen PC. Dann fasse ich für euch nochmal im Hintergrund kurz zusammen, was ich gemacht habe. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich habe mich nochmal mit der Anmeldung gespielt, habe das Passwort-Login aus dem Passwortmanager rausgelöscht. Man kommt gar nicht bis zu Passkey-Login. Also im Moment ist es einfach so, ihr meldet euch an mit Benutzernamen Passwort, dann kommt der Passwort-Ident und dann seid ihr drin. Definition von Passkey ist eigentlich, Passkey ersetzt das Kennwort. Ich weiß nicht, ob sich da die Seitenanbieter einfach noch ein bisschen absichern wollen, ob das auch wirklich gut funktioniert, sicher ist und ob es da noch Fehler gibt. Weil doppeltes Login ist eigentlich auch Schwachsinn. Also da sollte das dann so laufen, wie es eigentlich auch angekündigt war und in der Beschreibung drin steht, dass man kein Passwort mehr braucht, sondern sich einfach mit seinem Key anmeldet. So. Das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Sollte euch das geholfen haben, gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Like das Video. Ich weiß, gerade im deutschsprachigen Raum ist Liken nicht gerade so in und Abonnieren von den Kanälen allerdings auch nicht gerade wirklich ab und zu in. Und das Unterstützen des Kanals natürlich auch nicht besonders in. Solltet aber immer berücksichtigen, dass diese Informationen und Dienste mit Arbeit verbunden sind und dass natürlich auch ein gewisser Aufwand dahinter steckt. Also überlegt euch das, Like, Abonnieren, Unterstützung, irgendwas in der Art. Wäre einfach ein feiner, fairer Zug. Gut, dann solltet ihr Probleme beim Einrichten, Konfigurieren oder sonstige Sachen mit eurem PC haben, Malware-Befall, Viren, die Kiste einfach sich immer wieder mal aufhängen, ruckeln, zuckeln, was auch immer. Vielleicht einfach mal die Kasten nur einfach aufräumen. Dann findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zur KSC. Da könnt ihr das alles in Auftrag geben, ohne Vertragsbindung. Remote-Dienstleister Nummer 1. Dort wird euch schnell und unbürokratisch geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung oder sonstige Verpflichtungen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, wünsche euch einen schönen Dienstag. Jawohl.